Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute gibt es bei mir eine Quarktorte mit Kirschgrütze. Super saftig und super lecker. Lasst uns backen, los geht's. Für den Biskuitboden gebe ich ein Päckchen Vanillezucker, das sind bei mir 8 Gramm, 120 Gramm normalen Zucker, 3 Eier und eine Prise Salz in die Schüssel und schlage dann die Zutaten mit einem Handmixer mindestens 5 Minuten schaumig. Die Masse wird beim Schlagen schön luftig und hell. Dann siebe ich 75 Gramm Speisestärke und 75 Gramm ganz normales Standardmehl in die Schüssel. Das Sieben ist super wichtig, dadurch wird der Biskuitboden später luftiger und höher. Und die Speisestärke neigt ja auch dazu, Klümpchen zu bilden und die sind gar nicht gut. Die Speisestärke und das Mehl werden einfach untergehoben, also ganz ohne Mixer. Mein Teig fülle ich dann in die Backform. Die Backform hat einen Durchmesser von 26 cm. Ich habe sie mit Backpapier ausgelegt und nicht eingefettet, damit der Teig schön hochklettern kann. Der Biskuitboden wird dann im vorgeheizten Backofen ca. 25 Minuten plus minus 5 Minuten je nach Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft gebacken. Meiner war ganz genau 25 Minuten im Backofen und ich mache das immer so, wenn die Zeit rum ist und der Tortenboden fertig gebacken ist, schalte ich den Ofen aus und lasse den Kuchen noch bei geöffneter Backofentür circa 10 Minuten im Backofen stehen. Dann hole ich ihn raus und löse ihn aus der Backform. Erkalten lasse ich ihn auf einem Kuchengitter und zwar mit der Unterseite, mit der Backpapierseite nach oben. Das Backpapier ziehe ich dann vorsichtig ab und diese Unterseite wird dann später zur Oberseite. Den Boden schneide ich dann einmal waagerecht durch. Ich mag es zum Beispiel, wenn die untere Hälfte etwas dicker als die obere ist, aber das ist ja Geschmackssache. Die obere Hälfte lege ich dann auf eine Platte und um die untere Hälfte stelle ich einen Tortenrand. Außerdem verwende ich noch die Tortenfolie. Kann man machen, muss man aber nicht. Als nächstes mache ich dann die Füllung fertig. Ich lasse 4 Blätter Gelatine in kaltem Wasser einweichen, nicht lange, circa 5 Minuten. Und inzwischen schlage ich noch 200 Milliliter Sahne steif. Die Sahne sollte kalt sein. Dann gebe ich 100 Gramm normalen Zucker, Saft von einer halben Zitrone und 500 Gramm Quark in die Schüssel und vermische alles gut miteinander. Die Gelatineblätter drücke ich aus und löse die dann bei schwacher Hitze auf. Diese aufgelöste Gelatine muss man jetzt unter die Quarkmasse mischen und zwar mache ich das immer so, ich nehme erst ein paar Esslöffel von der Quarkmasse, gebe die zu der Gelatine und erst dann kommt diese flüssige Gelatine-Quark-Mischung unter die Quarkmasse. Hört sich etwas kompliziert an, ist es aber gar nicht und außerdem ist es im Video ganz gut zu sehen. Würde man die Gelatine sofort unter die Quarkmasse mischen, könnten sich eventuell Klümpchen bilden und die will ich nicht haben. Dann die geschlagene Sahne unterheben und ganz zum Schluss die Kirschgrütze ganz vorsichtig unterheben, so dass dabei ein marmoriertes Muster entsteht, also wie beim Marmorkuchen. Die Füllung dann auf den unteren Tortenboden geben und glatt streichen. Aus dem oberen Tortenboden Herzchen oder andere Figuren ausstechen. Herzchen passen zum Beispiel zum kommenden Valentinstag und die ausgestochenen Herzchen beiseite legen. Den Boden auflegen und die Torte am besten über Nacht kalt stellen. Am nächsten Tag entferne ich den Tortenrand und die Tortenfolie und bestäube die Torte mit etwas Puderzucker. Und dann fülle ich die Herzchen mit der Kirschgrütze auf und zwar ist es so, im Becher sind ja 500 Gramm und ungefähr 2/3 des Bechers nehme ich für die Füllung und den Rest nehme ich dann am nächsten Tag zum Auffüllen. Dann lege ich noch die ausgestochenen Herzen auf und die Torte kann auch schon angeschnitten werden. Den Anschnitt zeige ich euch natürlich, damit ihr sehen könnt, wie die Torte innen aussieht.
Und diese ausgestochenen Herzchen, die sollte man über Nacht entweder in einem Plastikbeutel oder in einer Dose aufbewahren, sonst trocknen die schnell aus. Und so schaut die Torte aus, die ist wirklich ganz cremig und so zart und leicht. Und der Biskuitboden ist ganz luftig und locker. Ich hoffe, ihr backt sie mal nach. Die ist es wirklich wert. Ich mag sie sehr. Ich danke euch fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.